Hi guys. Hey there everybody, my name's Nathan Elson. Moin Leute, lasst uns heute mal darüber reden, warum es klug für euch sein könnte, euch mal in der Studiofotografie auszuprobieren. Nummer 1, ihr seht's ja, das Wetter heute ist nicht so optimal und das kann in Deutschland ja öfter mal passieren und selbst wenn ein richtig geiler Sonnenschein angesagt wurde, regnet es auf einmal. Der Wetterbericht ist nicht das zuverlässigste. Du hast ein cooles Model, hast ein cooles Outfit, Styling, alles organisiert und dann fällt es einfach ins Wasser. Das kann dir im Studio nicht passieren, denn hier hast du schließlich immer optimale Bedingungen. Ein Dach über dem Kopf lässt dich trocken bleiben. Nummer 2, du hast die volle Kontrolle über dein Licht. Egal ob Blitz oder Dauerlicht, du kannst sie so positionieren und so mit Lichtformern ausstatten, wie du es möchtest. Die Sonne wird gerade von einer Wolke verdeckt und deswegen ist das Licht nicht so, wie du es gerade noch einsetzen wolltest, nämlich hart und crispy. Kann dir im Studio nicht passieren. Oder du hast eine coole Location, aber da, wo du gerade im Schatten fotografieren wolltest, ist gar keiner. Du musst also einen halben Tag warten oder vielleicht kommt da eh gar keiner hin. Im Studio kannst du wirklich das machen, was du willst. Volle Kontrolle über dein Licht. Ich verspreche dir, dein Verständnis für Licht wird wesentlich besser werden. Vielleicht nach 5 oder 10 Shootings wirst du verstehen, wie man Licht sehen kann. Das heißt, welche verschiedenen Lichtformen brauchen weiches Licht? Wie verhält sich der Abstand meines Lichtformers zu meinem Model? Was muss ich machen, um etwas mehr Schatten oder etwas mehr Punch in das Bild zu bekommen? Diese Art von Wissen wird dir dabei helfen, auch bei der Autofotografie bessere Ergebnisse zu erzielen. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, mit natürlichem Licht zu lernen. Aber bei mir zumindest hat es länger gedauert. Ich musste jedes Mal schauen, dass ich die Situation, die ich vorgefunden habe, nutze. Wenn ich jetzt nur was Kleines verändern wollte, um zu sehen, welche Auswirkungen das hat, ging das schon meistens nicht so einfach. Klar, Diffusor davor oder Reflektor, aber ansonsten gibt es schon ein paar Schwierigkeiten. Die Kosten und die Verfügbarkeit. In vielen Städten gibt es Studios zu mieten, wo man sich einfach mal ausprobieren kann. Hier in Hannover gibt es sogar einige, da kommst du für 25 bis 30 Euro die Stunde rein. Bedeutet, nimmst du ein Model mit, gehst 2 Stunden shooten, probierst dich aus, für 60 Euro überhaupt kein Problem. Oft kann man da auch Equipment mieten. Das heißt, wenn du keinen eigenen Blitz hast, fragst du nach, was da ist und was das an Extrakosten verursacht. Auch das ist meistens ziemlich günstig. Aber auch wenn du selber loslegen willst und was kaufen. So ein Studioblitz, den ich selber häufig benutze und der mehr als ausreichend ist, hat mich gebraucht 80 Euro gekostet. Kann man jetzt nicht sagen, dass es super teuer ist. Und wenn du davon zurückscheust, weil du sagst, die Lichtformer sind sehr teuer, dann guck gerne bei meinen YouTube-Videos nach. Da siehst du, wie man ohne große Lichtformer verschiedene Arten von Licht bauen kann. Und wenn dir selbst das zu teuer ist mit der Studiomiete, Leute, ganz ehrlich, das ist hier ein 36 Quadratmeter Raum. Es ist nicht das größte und viele Wohnzimmer sind auch nicht viel kleiner. Ihr könnt das super auch zu Hause ausprobieren. Nehmt irgendwie eine weiße Wand, stellt das Model davor und versucht euch mit euren Lichtern so ein bisschen auszuprobieren. Für den Einstieg ist es super ausreichend und man kann tolle Ergebnisse erzielen, ohne gleich fette große Studios mieten zu müssen. Außerdem lernst du so mit begrenzten Ressourcen umzugehen und mit knappem Raum. Das wird dir auch später bei verschiedenen Situationen helfen. Ich habe sogar, bevor ich ein eigenes Studio hatte, auch einige Bilder gemacht zu Hause bei mir im Dachgeschoss in einem 20 Quadratmeter Zimmer. Das ist keine Ausrede. Und wie war das mit den ganzen Tutorials, die du bei mir sehen kannst? Es ist egal, ob du jetzt bei mir am Kanal guckst oder auf anderen. Im deutschsprachigen und auch internationalen Raum gibt es eine Menge Fotografen, die ihr Wissen teilen und von denen du verschiedene Ansätze und Methoden zur Fotografie sehen kannst, insbesondere zur Studiofotografie. Das ist etwas, was du super einfach im Studio nachstellen kannst und was bei Autofotografie nicht immer so 1:1 ist. Es gibt natürlich auch coole Tutorials an geilen Beaches irgendwo in der südafrikanischen Sonne, aber die Bedingungen findest du zu Hause bei dir wahrscheinlich nicht so häufig vor. Es sei denn, du musst deswegen extra einen Flug buchen und machst ein paar Tage Urlaub in Südafrika. Im Studio ist es fast egal, wo du bist. Natürlich haben verschiedene Studios verschiedene Bedingungen. Reflexion und sowas muss man lernen. Aber für den Anfang kannst du das vernachlässigen und ich nenne so ein paar wie Peter Carlson. Hi guys. Oder Nathan Elson. Hey there everybody, my name's Nathan Elson. Oder Ian Hippo. Hey guys, welcome back to my channel. Ein paar amerikanische, bei denen du wirklich gute Tricks siehst, um tolle professionelle Fotos zu gestalten. Und apropos Inspiration. Wenn du Bilder siehst, die du richtig cool findest, dann kannst du die nachfotografieren. Wie? Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass man Licht sehen lernen kann. Das heißt, du bist irgendwann in der Lage zu erkennen, welche Lichtformer sind wo eingesetzt worden, in welchen Abständen, wie könnte das Bild entstanden sein und bist dann in der Lage, das nachzufotografieren. Easy peasy.
Hast du irgendwo ein cooles Bild von Kendall Jenner gesehen oder dein Model hat dir eins geschickt und sagt, so möchte ich fotografiert werden? Für dich ab jetzt kein Problem mehr. Wenn du dich da reingearbeitet hast, kannst du mehr oder weniger alles nachshooten, was du willst. Ich weiß, einige von euch werden vielleicht sagen, nachfotografieren, wie unkreativ. Aber mir hat es super viel geholfen, zu verstehen, was man eigentlich wie einsetzt, um dann meine eigenen Bildideen kreativ umsetzen zu können. Und du wirst mit der Zeit an professionellere Models kommen. Wie, fragst du dich? Nur weil ich im Studio fotografiere? Wie soll das gehen? Naja, ganz einfach. Viele Modelle, die eben professionell in das Business einsteigen wollen, brauchen erstmal genau diese clean und einfachen Bilder, weil sie sich selber darstellen wollen. Das geht am besten im Studio und so habe ich es mit der Zeit geschafft, immer mehr Modelle von meiner Arbeit zu überzeugen und zu mir ins Studio einzuladen, wo wir dann echt coole kreative Ideen umsetzen konnten. Wie sieht's aus? Konnte ich dir ein paar Gründe liefern, dass du dich auch mal in der Studiofotografie ausprobieren willst? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.